Wir sprechen über den Elevator, meinen Creator Code für den Elevator. Wir sprechen über das Update 15.1 Changelog. Ich zeige noch mal kurz auch den Webshop und das Ganze machen wir jetzt entspannt und nicht wundern. Ja, ich habe das Mikrofon in der linken Hand, weil ich halt leise reden muss, aber will, dass ihr mich auch verstehen könnt. Gut. Und ich sag mal so, der linke Arm ist nicht der Arm, mit dem ich regelmäßig masturbiere. Deshalb ist es auch nicht schlecht, wenn ihr ein bisschen über diese Art und Weise jetzt hört. Alrighty then und damit ein herzliches Willkommen zu Shakes the Fidget, meine lieben Leute. Ich habe es ja schon im Intro erwähnt, wir sprechen ein bisschen über einen Großteil der neuen Geschichten, die jetzt hier stattfinden bei Shakes the Fidget. Ne? Also, ich habe es ja schon erwähnt in einem anderen Video, dass es extrem viel ist. Ich finde, wir werden über das Thema die Preise wahrscheinlich nochmal in einem separaten Video reden, also auf Englisch. Aber die wichtigsten Infos, wie ich jetzt finde, erstmal trotzdem auch von meiner Seite an euch. Wir gucken uns zusammen einfach mal ein bisschen das Changelog auch an, sprechen darüber. Womit fangen wir denn an? Also der Elevator startet. Jetzt, wenn ihr das Video seht, ich blende euch meinen Creator Code ein. Der heißt Unrizzle-SC8R. Ist fast wie Skr. Also passt nicht ganz, aber irgendwie habe ich daran denken müssen. Der ist jetzt auch eingeblendet im Video. Der gibt euch 25 Keycards, 100 Sanduhren, ein Potion of Life. Ihr müsst natürlich Level 10 sein. Na, das ist ja auch die Elevator-Zugangsbeschränkung. Und den könnt ihr einlösen ab heute bis zum 26.02. Das ist Sonntag. Also über das ganze Wochenende. Der Elevator startet auch heute und nicht freitags. War ja beim letzten Mal schon so wegen der Performance. Am Mittwoch, muss ich sagen, war die Performance auf den Servern teilweise nicht so optimal. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem gesamten Update zu tun hat oder nur mit dem Elevator. Wollen wir mal hoffen, dass es zumindest nicht schlimmer wird. Also ich drücke euch allen die Daumen oder uns allen. Ich habe ja zumindest 3 Server auf jeden Fall vor, ordentlich zu spielen in Elevator. Das ist natürlich EU1, das ist S7, ja, und natürlich auch S41. Ja. Also auf den 3 Servern will ich gut loslegen. Ja. Und dazu brauche ich aber auch Performance, weil ich eben nicht so viel Spielzeit habe. Ja, wie gesagt, Daumen drücken. Counter läuft hier gerade, ihr seht es. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Creator Code aber nutzt auf einem eurer Server oder auf mehreren. Natürlich gibt es auch viele andere geile Creator. Die haben es alle verdient, teilweise mehr als ich, rein von der Aktivität her. Aber ja, könnt ihr ja selber entscheiden. Ich denke, die alle haben das gleiche Goodie für euch. Ne? In Form des Elevators. Jetzt kommen wir aber mal zum, ich würde mal so sagen, zum Hotfix, zum Changelog. Und da blende ich das mal wieder ein. Jetzt sagt boom. Das ist die allgemeine News dazu. Zum Elevator mit einer neuen Etage, die verblendete Gear-Etage. Dann Rework Classes, aber nicht zum aktuellen Beta-Test, Magier und Kampfmagier, sondern zum Druiden und Baden. Und neue Welt, EU2, startet, habe ich ja schon gesagt. Auch dort wird die Performance entscheiden, wie gut ich mehr im Projektchar irgendwie spielen kann. Und fette Events. Also gibt eigentlich wirklich alle wichtigen Events. Auf EU1 natürlich extrem wichtig, Festungsevent. Also da werden viele auf Rathaus 15 nachrücken. Aurala Großputz ist dabei. Das ist auch nochmal ganz entscheidend. Kann ich euch kurz mal einblenden noch für EU1. Ihr solltet im Firepad ja gegebenenfalls Mantiflam schon besiegt haben. Ja? Also hier könnt ihr euch das holen. Mantiflam nicht vergessen. Also in allen Bereichen ist das Event ziemlich fett. Ja. Aber ich werde sehen, ich werde wahrscheinlich, also ich habe es vor, ob ich es mache, weiß ich noch nicht. Ich meine, Donnerstag kommt der GNTM, das heißt, ich habe theoretisch Zeit auch zu klicken, dass ich vor dem Elevator schon nochmal versuche, ein paar Level zu machen.
Weil, wie gesagt, man weiß ja nicht ganz, wie die Performance ist, ja. Und ich bin sehr gespannt. EU2 Server-Start, Elevator relativ frisch, Update relativ frisch. Wie das läuft. Aber ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich drücke uns alle Daumen, die ich zur Verfügung habe. Gut, so viel erstmal zum allgemeinen Thema. Changelog, ja, Hotfix. Es gab schon einen Hotfix. Der Berserker konnte anscheinend ausweichen. Krass, Berserker ist ja noch nicht stark genug, Kappa. Okay. Ist anscheinend auch schon gefixt. Dahingehend muss man sagen, ist es ja gut, dass sie die Updates auch noch, sag ich mal, nur auf bestimmten Servern vorher bringen. Ja. Also muss man ja schon wieder loben. Ne? Neue Features, Helpshift Tool, braucht man jetzt nicht so. Legendären Dungeon wurde für die fantastischen Legendaries, wo sie zu finden sind, schon mal, ja, der kommt ja im Prinzip nach dem Elevator dann, eingefügt, neuer Trailer, vertontes Intro. Alles neu im Prinzip, vom optischen her, und natürlich auch die neuen Epics, die wird man vielleicht schon ausgeblendet im Sammelalbum sehen. Beim Elevator gibt es die neue Ebene der Gier. Weiß noch nicht so richtig, was das ist, aber werden wir ja sehen. Balancing angepasst bei Schleckereien, Anzahl der gewinnbaren Schlüsselkarten und maximalen Schlüsselkartengenerierung. Ich hoffe, dass das Balancing in der Form jetzt Free-to-Play freundlicher ist. Also es war ja nie Free-to-Play unfreundlich, aber dass sich das Balancing in die Richtung bewegt. Der Rework der Klassen. Im Prinzip ist der Druide so, wie er im Beta-Test zu spielen gewesen ist. Es wurden jetzt nochmal, glaube ich, ein paar Werte angepasst. Also die Standardwerte wurden hier angepasst, das ist wichtig. Dann wurde auch nochmal die Schadenswerte angepasst. Also in der Bärenstalt der Crit-Schadenbonus. Ja. Die Chance auf einen Crit wird erhöht, aber der Schaden wurde reduziert im Prinzip. Dass der Bärengestalt nur eine Runde aktiv bleibt. Ach so, warte mal. Moment. Erhöhte kritische Trefferchance Bärengestalt bleibt aber immer nur eine Runde aktiv. Ja, das heißt, kann es sein, dass er den Crit gar nicht, dass er selbst wenn er nicht crittet, wieder aus der Bärengestalt rausgeht? Maybe. Weiß ich gar nicht. Also es klingt jetzt so. Ich hatte das Gefühl, dass im Beta-Test der so lange im Bären-Modus war, bis er einen Crit rausgeballert hat. Schwierig zu sagen. Und im Sturzflug gab es auch nochmal, beziehungsweise also in die Adlergestalt nach der Bärengestalt. Der Wechsel war ja in der Beta schon drin. Die Chance dann auf einen Sturzflug wurde nicht mehr auf die 50% genommen, sondern auf 25% und erhöht sich dafür nach jeder Chance. Der Schaden wurde extrem reduziert. Ich weiß gerade nicht mehr, ob sich das in der Beta auch so abgebildet hat. Tatsächlich, ich habe die zwar gespielt, aber ich meine, es ist ein Schadensbonus. Das heißt, man macht gefühlt den doppelten Schaden und dann macht man vielleicht noch einen Crit. Vielleicht ist das der Hintergrund, und dadurch, dass man vielleicht häufiger im Adler ist es halt sinnvoll, dass zumindest die Chance erhöht wird. Es ist wirklich schwierig anzusehen. Die Changes sind extrem. Beim Baden kann ich nicht viel dazu sagen. Ist jetzt nicht so das Thema. Ich glaube, das Thema Klassen muss man nochmal für sich in einem separaten Video auch, also wenn man sich damit auseinandersetzen kann, sollte man das machen. Ja. Was nochmal interessant ist, Dauerschleife der Idole. Jeder Gegner hat einen individuellen Text. Nicht schlecht. Community-Portal, Webshop ist online. Die Charakter-ID ist jetzt in den Einstellungen abrufbar. Das heißt, das wurde auch im Prinzip erwähnt in der Ingame-Post. Ich zeige es euch nochmal. Das ist auch wichtig. Ich fand es schon schwierig, sich diese ganzen komischen generierten Codes auch zu merken, aber man kann jetzt hier im Prinzip auf Einstellungen, Settings gehen, Account, und da ist die ID. Ja, und dann kann man im Prinzip die kopieren. Ja. So. Das bin jetzt ich, ne? Ja. Alles jetzt da. Jetzt gibt es halt hier den Shop. Und über den kann ich sogar heute schon 3600 Pilze kaufen.
Äh, obwohl eigentlich das Event noch gar nicht gestartet ist. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, weil halt die ersten Spieler schon also quasi das Update haben oder so. Ja, wie gesagt, über den Shop einkaufen zu den gleichen Preisen ist okay. Wird man sehen, wie lange das gut so funktioniert. Ja, im Prinzip ist ja aber die Idee eines allgemeinen Portals da ja gar nicht so schlecht. Wäre natürlich cool, wenn man hier noch die Sache vielleicht erweitern könnte mit so nicht, sag ich mal, Pay-to-Win-Sachen, sondern solchen Sachen wie spezielle Designs oder Gimmicks, die man halt sich hier kaufen kann, rein optischer Natur zum Beispiel. Das würde ich ziemlich cool feiern, ja. Ach ja, eine Sache nochmal zum Webshop. Ich habe ihn noch nicht. Ich weiß, es gibt schon Spieler, die den haben, Content Creator, dass ihr einen Creator-Code auch im Shop eingeben könnt. Ja, das Ganze dient natürlich so ein bisschen dazu, wahrscheinlich die Creator zu supporten außerhalb der Vereinbarungen, die sowieso schon getroffen werden mit Playa Games. Das heißt, jeder, der Pilze kauft, kann seinen Creator auch unterstützen, in welcher Form auch immer. Ja, ich werde meinen Creator-Code nochmal in einem separaten Video, sobald ich den habe, auf Englisch auch nochmal mitteilen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen da auch eingebt im Prinzip. Aber wie gesagt, ich bin euch nicht böse, wenn ihr es nicht macht. Es gibt andere Creator, die es aus meiner Sicht mehr verdient haben. Nutzt gerne deren Code. Aber das Schöne ist ja, ihr könnt das mit jedem Pilzkauf im Prinzip manuell etwas steuern. Das heißt, ihr könnt auch mal den einen oder den anderen Creator unterstützen. Und von daher finde ich das eigentlich eine super Sache. Ich habe das in anderen Mobile Games auch gemacht. Da habe ich auch so 3, 4 Leute, die ich gerne auf YouTube oder auf Twitch verfolgt habe, immer mal abwechselnd supportet. Das ist natürlich eine super Sache und ein Anreiz auch, den Shop zu nutzen. Dementsprechend, ja, man hat keinen Schaden davon als Käufer. Daher super Sache. Muss man auch mal sagen an der Stelle, danke an Playa Games, dass das eingeführt wird, weil das ist doch auch nochmal eine relativ faire Geschichte. Ja. Und je nachdem, was da rauskommt, kann der Creator natürlich das vielleicht der Community auf die eine oder andere Weise auch zurückgeben. Das ist auch super. Deshalb war das auch nochmal wichtig an der Stelle zu erwähnen. Ja, gucken wir nochmal am Changelog weiter. Performance wurde optimiert. Das ist immer so eine Sache, die man sehr gerne dann auch fühlt und auch permanent fühlt. Und ja, ich hatte zum Beispiel das Pech, oder ich hätte fast meine Alu nicht geschafft, weil ich eben Cannot Do It Right Now hatte für 3 Minuten. War nicht so nice. Ich hoffe halt, dass es besser wird. Nikolaus-Event wurde nochmal verbessert. Ja, der Bonustext beim Märchenturm, den hat man auch schon gesehen. Ja, ist okay. Legendary Dungeon kann nun auch betreten werden, gleichzeitig während Abenteuer und Stadtwache. Das ist sehr wichtig, aber das klappt dann auch sehr gut. War schon immer sehr nervig und war auch von der Planung her manchmal ein bisschen schwierig. Ist gut, dass das separiert wird voneinander. Im Ultimate-Modus wird nochmal eine Bestätigungsabfrage geschickt, das ist auch nicht schlecht. Bei Items, die in den Kessel geworfen werden können, wurde der zusätzliche Verkaufen-Button entfernt. Siehst du. Ja, das ist auch nicht schlecht, das ist beginnerfreundlich, sage ich mal. Oder auch freundlich für die Leute, die immer mega verpeilt sind, so wie ich. Ja. Dungeon, Licht und Schattenwelt sind nun immer nebeneinander. Lichtwelt und Schattenwelt Vorauswahl eines Dungeons. Beim ersten Betreten nach dem Charakter wird der offene Dungeon vorgeschlagen, der die niedrigste Nummer hat. Wird ein anderer der offenen Dungeon ausgewählt und der Dungeon dann verlassen, wird diese Auswahl für das nächste Betreten gespeichert, bis das Spiel geschlossen oder sich mit einem anderen Charakter eingeloggt wird. Das finde ich auch richtig gut. Ja, das habe ich natürlich auch stark bemängelt. Vor allen Dingen in Verbindung mit dem Druiden, mit dem Maskenwechseln damals war das extrem nervig. Wenn das so funktioniert, sehr gut. Ja. Infografiken, Animationen hinzufügen, wenn alle dann schon geschlossen sind und der erste weitere Schlüssel gesucht werden müssen. Okay. Gibt es jetzt Animationen? Ja, ist okay. Obende Fehler. Der Barde ignoriert nicht mehr die Rüstung seiner Gegner.
Das war ja das ist ja behobene Fehler, war notwendig. Aber ich meine, der Barter ist jetzt nochmal verändert worden. Ähm, Ich kann jetzt nicht einschätzen, ob er dungeon-freundlicher dadurch ist oder eben nicht. PvP-freundlich ist oder eben nicht. Also da warte ich jetzt erstmal, bis das live ist. Und im Discord gibt es Leute, also wenn ihr euch da mit auseinandersetzen wollt, dann geht in die Shakespeare Taverne im Discord. Da gibt es Spieler, die das sehr doll auswerten und wo man seine Meinung dann auch nachlesen kann. Oder die schicken dann nochmal ein paar Screenshots und sowas, erklären das so ein bisschen. Und wenn es positiv ist, wird sich das herausstellen. Wenn es negativ ankommt, wird sich das auch herausstellen, ja. Das Freischalten von Achievements wird nun zuverlässig angezeigt und nicht mehr übersprungen. Das, ja, hat mich jetzt nie so mega gestört, aber klar, ist eigentlich selbstverständlich. Ist gut, wenn das funktioniert besser. Und Crashes beim Betreten der Arena und der Festung behoben. Und Probleme vom Laden der ersten Plätze in der Ehrenhalle behoben. Finde ich auch nicht schlecht, wenn das bedeutet, dass die halt nicht die ersten 30 Spieler nur Fragezeichen sind gefühlt. Wenn das direkt funktioniert und auch schnell funktioniert, finde ich das super. Das Buch-Icon erscheint nun immer korrekt nach dem Bau der Akademie. Der Runentausch beim Schmied funktioniert jetzt, wenn man die richtige Anzahl an Pilzen besitzt. Ja. Sollte so sein. Das Starterpaket in der Pre-Registrierungsphase wird jetzt korrekt gebucht. Sollte auch so sein. Wichtig. In der Mine können jetzt weitere Dungeon-Schlüssel gefunden werden, auch wenn andere Schlüssel noch nicht eingelöst wurden. Aha, okay, das Thema hatte ich noch nie. Im Ergebnisscreen eines Kampfes wird jetzt die Lebensenergie wieder korrekt dargestellt. Finde ich auch sehr wichtig. Ich achte da sehr, sehr doll drauf. Also ich finde es schon manchmal interessant zu sehen, ob der Gegner mich zum Beispiel komplett weggehauen hat mit minus 20 Millionen. Ja, oder halt minus 50.000. Dann weiß ich, eine Angriffsrunde hätte ich definitiv noch schaffen können, ohne mich zu verbessern. In der Regel. Wurde ein UI-Problem behoben, was das Sanduhr-Symbol beim Skip meines Abenteuers bezog. Ja, okay. Der Ring aus dem Geburtstagsset wird nun auch in HD und SD richtig angezeigt. Okay. In der App gab es auch nochmal eine kleine Veränderung. Steam Trading Cards wurden hinzugefügt. Mit dem Sammeln und Tauschen dieser können folgende neue Belohnungen in Steam freigeschalten werden. 3 Profilhintergründe, 5 Spielabzeichen und ein Glanzabzeichen, 8 Emoticons. Ah, okay. Also ich bin jemand, der in den Spielen eigentlich nie auf sowas achtet, aber mal gucken. Das finde ich eigentlich dann nicht uninteressant. Ich spiele ja hauptsächlich über Steam. Bezahlungen konnten in Steam nicht getätigt werden, wenn man Käufe aus Korea tätigen wollte. Okay, das ist ganz wichtig. Wichtiges Thema, dass das auch funktioniert. Ja. Also das war der Changelog. Ich finde, ein paar interessante Sachen sind dabei, definitiv. Ja, das Thema, also dieses Update ist natürlich ganz klar ein Thema des Reworks, weil an sich rein vom Content ist ja sonst nicht so viel Neues dazugekommen oder doll Neues dazugekommen. Aber so ein paar kleine Änderungen finde ich schon sehr gut und auch wichtig und hoffe, dass die halt auch so funktionieren. Also kein schlechtes Update. Ich bedanke mich, dass ihr euch das angeschaut habt. Natürlich eure Meinung zu irgendwelchen Themen gerne in den Kommentare. Wir sprechen drüber. Ich nutze oder werde auch wieder mehr auf die Kommentare jetzt eingehen. Ich habe das schon in den letzten Videos wieder mehr gemacht. Dementsprechend freue ich mich da auf jegliches Feedback. Wünsche euch einen guten Start in den Donnerstag, beziehungsweise den hatte der ja schon, guten Start in den Elevator, in das Update. Ja, ich habe schon alle Daumen gedrückt. Morgen wird es nochmal zum Serverstart ein Video geben und dann werde ich auch mal schauen, was mit W60 zum Beispiel ist. Ich glaube, da müssen wir mal wieder eine Players to Watch gucken. Habe ich so das Gefühl. Ich glaube, die letzte ist fast 2 Monate her. W50 wurde mir auch mal wieder vorgeschlagen reinzugucken. Ich werde versuchen, eben während der Events dann auch mal wieder ein Content-Video zu den alten Servern zu bringen. Das nehme ich mir vor. Ich hoffe, ich kann es umsetzen. Jetzt ist mein Arm taub. Ich wünsche euch was. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.